Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, ob beim Wiesmann Car-Motion-System ein zweites Magnetband in engen Kurven sinnvoll und hilfreich ist. Ursprünglich hatte ich erst im zweiten Bauabschnitt meines aktuellen Anlagenbauprojekts ein Faller-Car-System rund um den Endbahnhof meiner Nebenbahn in Steinsbrück vorgesehen. Denn ich dachte, auf dem Segment des Bahnhofs Veltheim wäre beim notwendigen Mindestradius von 15 cm kein Platz dafür. Doch dann brachte Wiesmann vor 3 Jahren das Car-Motion-System auf den Markt. Mit dem Hinweis, dass dieses neben zusätzlichen technischen Möglichkeiten deutlich kleinere Mindestradien erfordern würde. Der auf der Homepage angegebene Mindestradius von 75 mm war ja gerade einmal die Hälfte von dem, was Faller empfiehlt. Bei genauerer Betrachtung meines Gleisplans der ersten Bauphase konnte ich immerhin 3 Stellen identifizieren, die Platz für einen Wendehammer mit 20 cm Durchmesser bieten würden. Also ausreichend für die 75 mm Mindestradius plus 25 mm Raum zum Ausschwenken der Fahrzeuge nach außen. Das klang gut. Sobald das erste Epoche 3 Fahrzeug lieferbar war, der Mercedes-Benz Rundhauber mit Gesteinsmulde, habe ich diesen auch gleich bestellt und wollte ausprobieren, ob meine Überlegungen aufgehen. Schlussendlich habe ich mich für einen Radius von 80 mm entschieden, also einen minimalen Puffer, falls mir die Kurvengestaltung nicht absolut perfekt rund gelingen sollte. Plus 20 mm Puffer nach außen. Laut meinem Vorversuchen für den LKW gerade so ausreichend. Bei Bussen könnte das bereits knapp werden, aber als Kompromiss habe ich diese Werte gewählt. Und der Mercedes-Benz hat tatsächlich beide Wendeschleifen auch völlig problemlos bewältigt. Dann jedoch die negative Überraschung. Das zweite lieferbare Epoche 3 Modell, der Magirus Deutz, wurde aus der Kurve getragen und kam nicht durch die zugegebenermaßen sehr enge Kehrschleife. Mittlerweile, das heißt irgendwann nach dem 31. Juli 2024, nachdem ich den Screenshot gemacht und das Video gedreht hatte, hat auch Wiesmann seine Angaben bezüglich des Mindestradius auf der Homepage geändert und empfiehlt einen Radius des Magnetbandes von mindestens 95 mm. Nur, das half mir jetzt auch nicht weiter, denn dafür gab es hinter meinem Bahnhof Veltheim schlichtweg keinen Platz. Erst nach einem Umbau des Magirus Deutz, im Endeffekt habe ich das Chassis etwas ausgeschliffen, damit die Räder stärker einschlagen und den minimal längeren Radstand kompensieren können, befährt auch dieses Modell anstandslos meinen Wendehammer. Nachdem ich meine Versuche und den Umbau in einem YouTube-Video vorgestellt hatte, gab es von Zuschauern den Vorschlag, doch ein zweites Magnetband neben dem eigentlichen Führungsband zu verlegen. Eines, das quasi verkehrt herum gepolt ist und den Magneten des Führungsschleifers abstößt und damit helfen soll, den Schleifer, der beginnt die Führung auf dem Magnetband zu verlieren, wieder zurückzudrücken. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Um herauszufinden, ob und wie gut dieser Tipp funktioniert, habe ich mich entschieden, einen kleinen Testaufbau zu machen. Auf ein Holzbrett habe ich 2 mm Korktapete aufgeleimt und darin mit Hilfe eines Cuttermessers eine Nut für das 1 mm hohe Magnetband eingeschnitten. Damit gibt es dann zwar einen 1 mm hohen Spalt zwischen dem Magnetband und dem Straßenbelag, bei mir einem 0,3 mm dünnen Fotokarton, was sich bisher nach meiner Erfahrung aber als ziemlich einfach realisierbar und trotzdem sehr betriebssicher herausgestellt hat. In diese Nut habe ich das Magnetband mit Holzleim eingeklebt. Für den ersten Versuch erst einmal ohne zweites Magnetband. Als Kurvenradien habe ich 8 cm, was bei mir ja bereits gut auch ohne zweites Magnetband funktioniert, 7, 6 und 5 cm gewählt. Ich liebe halt die sportliche Herausforderung. Nur zur Erinnerung, bei Feller wären es 15 cm als Mindestradius und rund der doppelte Durchmesser.
Für die Fahrtests habe ich mir angewöhnt, eine Klarsichthülle anstatt des Fotokartons auf die Fahrsteige zu legen. So sieht man viel besser, was passiert. Wenn der Straßenbelag sicher auch nicht so ideal für die Traktion ist. Und tatsächlich, wie auch bei den Wendeschleifen auf meiner Anlage, durcheilen meine beiden Fahrzeuge die 8 cm Radius problemlos. Aber wie bereits erwähnt, bei Magirus Deutz war dafür zuvor ein kleiner Umbau notwendig. Die 7 cm Radius scheinen hingegen bereits sehr grenzwertig zu sein. Beide LKWs schaffen diese enge Kurve spannenderweise sogar, wenn sie diese links herum nehmen. Rechts herum jedoch nicht mehr. Und das reproduzierbar. Entweder die beiden fahren links herum wirklich engere Kurven als rechts herum, oder mein fliegender und definitiv nicht perfekter Aufbau sorgt dafür, dass sie rechts herum die Kurve nicht kriegen. Keine Ahnung. Aber deshalb wollten wir auch das zweite Magnetband als Führungsschiene testen. Das zweite Magnetband habe ich nun, wie gesagt in umgekehrter Polausrichtung, in etwa 1 bis 2 mm Abstand zum ursprünglichen Magnetband außen in der Kurve eingeklebt. Zunächst einmal nur für die Kurve mit 7 cm Radius. Bei der mit 8 cm ist es bei mir ja nicht unbedingt notwendig. Und bevor ich mir die Arbeit bei den noch engeren Kurven mache, möchte ich erst sehen, ob es bei der Kurve hilft, die die LKW gerade so eben nicht sicher befahren können. Tatsächlich können nun mit dem zweiten Magnetband beide Fahrzeuge in beide Richtungen die Kurve mit 7 cm sicher und wiederholbar durchfahren. Zumindest solange kein Korbkrümel unter der Klarsichtfolie liegt und zusätzlich stört. Das war also schon einmal erfolgreich. Mit dem zweiten Magnetband kommen beide LKW besser durch die enge Kurve. Also statten wir auch die 6 und 5 cm Kurven mit einer äußeren Zwangsführung aus. Bei 6 oder gar 5 cm hilft aber auch das zweite Magnetband leider nicht mehr. Jedenfalls nicht bei meinem Versuchsaufbau und meinen Fahrzeugen. Hier fliegen sie immer aus der Kurve. Und das selbst bei Schrittgeschwindigkeit. Wobei die Geschwindigkeit im H0-Maßstab, anders als beim großen Fahrbild, keine allzu große Rolle bei der Stabilität in der Kurve spielt. Auch bei deutlich höherer Geschwindigkeit kommt der Magirus Deutz LKW immer noch stabil durch die Wendeschleife mit nur 14 cm Durchmesser. Der LKW, der vor dem Umbau und ohne zweites Magnetband noch nicht einmal die 16 cm Kehre geschafft hat. Mein persönliches Fazit des kleinen Versuchsaufbaus ist, dass ein zweites Magnetband tatsächlich helfen kann, besser und stabiler um eine enge Kurve zu kommen. Wunderdinge darf man allerdings nicht erwarten. Und irgendwann wird eine Kurve dann doch einmal zu eng. Wobei dies in meinem Fall erst bei weniger als 7 cm der Fall war. Also sogar noch einmal 5 mm weniger als der ursprünglich von Wiesmann empfohlene Mindestradius. Sollte man also, so wie ich, gezwungen sein, enge Kurven zu verlegen und möchte die Spurstabilität erhöhen, kann ein zweites Magnetband eine gute Option sein. Ich werde auf jeden Fall in den beiden engen Wendeschleifen hinter dem Bahnhof Veltheim nun ein zweites Magnetband als Führungshilfe verlegen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank auch für euren Besuch in meinem Hobbykeller.
Und vielen Dank auch noch einmal an alle, die mir den Hinweis mit dem zweiten Magnetband gegeben haben. Wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.